Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Merrell Tactical Boots, endlich in Deutschland. Viele von euch aus dem Outdoor-Bereich oder auch aus dem Sektor Law Enforcement, Behörde, Polizei, Militär werden die Marke Merrell kennen. Merrell ist keine unbekannte Marke, im Gegenteil, im Outdoor-Bereich sehr beliebt und auch häufig genutzt, ebenso auch wie im militärischen und im polizeilichen Sektor. Das Einzige, was man bislang in Deutschland schwer oder gar nicht bekommen konnte, war die Sparte von Merrell unter dem Thema Tactical Boots. Das heißt, ihr habt die zivilen Stiefel, wie hier zum Beispiel den Moab, erzähle ich später noch was zu, konnte man jederzeit überall immer gut bekommen, aber die taktische Linie war so gut wie gar nicht erhältlich. Und das ändert sich jetzt zum Glück. Und das ist auch für uns dann der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, hey, wir schauen mal, dass wir da für euch mal eine kleine Miniserie machen, euch im ersten Teil ein bisschen was über die Marke selbst, über die Geschichte und die Hintergründe der Firma erzählen und natürlich auch über den Vertrieb, der jetzt hier in Deutschland aufgebaut wird. In den folgenden Teilen werden wir euch dann noch mal ein paar einzelne Modelle im Detail vorstellen und dann natürlich auch gerne auf euer Feedback, wenn ihr noch mal das ein oder andere noch mal genauer sehen wollt, eingehen und das dann für euch entsprechend liefern. Fangen wir mit der Geschichte von Merrell an. Angefangen hat alles 1981 vom Gründer Randy Merrell, der gesagt hat, ich will einfach für eine kleine ausgelesene Kundschaft, die jetzt einen guten Hiking-Schuh haben will, aber eben keinen von der Stange, sondern wirklich einen handgemachten, da hätte ich gerne was, hat er angefangen, selber Schuhe Hand zu machen. Also hat tatsächlich diese Industriestandards beiseite gelegt und gesagt, wir gucken, dass wir nach klassischen Prinzipien diese Schuhe herstellen. Das war dann mit der Firmengründung 1981 der Startschuss und dann hat er bereits in den ersten 5 Jahren 25.000 Paar Schuhe verkauft. Also von 1981 bis 1986 wurden 25.000 Paar Schuhe hergestellt und die Marke ist gewachsen. Das hat natürlich dann auch Änderungen mit sich gezogen, dass dann eine Umfirmierung stattfand. Da hat der Randy Merrell sich mit 2 anderen Firmen aus dem Skibereich zusammengetan, um gesagt, wir bündeln unsere Kräfte, jeder bringt sein Know-how ein. Die eine Firma war im Marketing und im Sales gut und generell als Skimarke etabliert. Die hat da ihr Wissen mit eingebracht. Die andere Skimarke hatte gute Connections zu italienischen Schuhmanufakturen und der Schuhhandwerkskunst in Italien. Und das natürlich mit den Designs von Randy Merrell kam dann hier zusammen. Und dadurch ist dann natürlich die Firma noch weiter gewachsen und hat dann entsprechend von 1987 bis 1992 300.000 Paar Schuhe verkauft. Also das ist schon ein Riesensprung nach oben gewesen und das natürlich auch dann nicht nur in Amerika, sondern eben in 22 Ländern weltweit. 1993 gab es dann nochmal eine Änderung in der Firmierung. Da hat dann die Firma Merrell gesagt, okay, wir haben da ein interessantes Angebot von einer großen Mutterfirma, die auch andere Schuhmarken vertritt. Das war die Wolverine Worldwide Corporation und die hat 1993 dann Merrell aufgekauft und seitdem wurde dann auch der Umsatz nochmal gesteigert und der Vertrieb in 150 Länder ausgeweitet. Also man kann gut und gerne sagen, Merrell gibt es im Outdoor-Bereich weltweit überall zu kaufen. Das spiegelt auch die Zahlen wider, denn ab 2008 sagt der Hersteller selbst von sich, dass er einer der größten Outdoor-Schuhhersteller der Welt ist. Ja, wie kommt jetzt aber das Thema Military und Law Enforcement ins Spiel? Wir haben 2001 sind die Amerikaner in den Global War on Terror eingetreten. Nach dem 11. September ging es los und natürlich das Gelände hat sich geändert. Man hatte diese typischen Dschungelboots und war dann plötzlich in felsigem Gelände unterwegs und hat sich gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal vom Schuhwerk her einen neuen Weg gehen. Und da die Militärs dieser Welt alle relativ langsam unterwegs sind, haben die Soldaten sich natürlich dann auch stellenweise selber was beschafft. Gerade in den Spezialkräften, also Special Forces oder wer da alles unterwegs war, die haben dann alle angefangen, eben sich auch im Outdoor-Sektor umzugucken. Und da kam dann auch Merrell ins Spiel. Das heißt, es gibt schon relativ früh im Netz Bilder, könnt ihr selber mal googeln, wenn ihr Merrell und Special Forces eingebt, findet ihr haufenweise Bilder von Operatoren, die eben mit den Schuhen unterwegs sind. Eine Legende zum Beispiel war der Merrell Sawtooth, den hat man da sehr häufig gesehen und natürlich auch hier der Moab, den ich hier habe, den gibt es jetzt schon in der x-ten Generation seit den Anfang 2000ern und ist nach wie vor ein super guter Hiking-Stiefel, der
vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier seinesgleichen sucht. 2010 hat dann Merrell tatsächlich auch selber davon, wir haben bestimmt schon früher davon Wind bekommen, aber 2010 sind sie dann auch den offiziellen Weg zur US Army gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen als Schuhhersteller vielleicht auch einen dienstlich gelieferten Stiefel für euch produzieren. Ja, das wäre dann quasi so in die Richtung hier anzusehen, wie es auch andere Schuhmarken wie Belleville machen, die für die US Army oder für das US Marine Corps Schuhe produzieren, und hat dann 2010 den Bereich mit abgedeckt. 2014 haben sie dann tatsächlich auch den MQC-Boot entwickelt und an die Army ausgeliefert. Das heißt, die hohen Standards der Vorgaben von der US Army wurden erfüllt und die Stiefel sind dann deswegen auch entsprechend an die Army geliefert worden. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf den Moab, den Klassiker schlechthin von Merrell. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jetzt einige von euch schon in die Kommentare schreiben werden. Finde ich super. Tatsächlich haben wir die auch selber schon seit etlichen Jahren, seit 2008, immer wieder mal gekauft und im Einsatz. Natürlich mit unserer Berufung hier bei Epic wäre es gelogen zu sagen, wir tragen nur Merrell-Schuhe. Wir müssen natürlich auch andere Stiefel ausprobieren und testen. Und dadurch, dass wir auch viele Leute in der Gruppe sind, kommt da immer viel zusammen. Aber Merrell ist da auf jeden Fall immer ein Punkt oder ein Stiefel, der bei uns mit reinspielt und eben auch da sehr, sehr gute Dienste leistet tatsächlich. Am Moab gibt es, also an dem zivilen Moab, den ich jetzt hier in der Hand habe, gibt es eigentlich, wenn ich den jetzt taktisch-militärisch trage, nur 2 Einschränkungen, wo ich sage, das ist dann suboptimal. Das wäre natürlich, ihr seht schon hier, die Outdoor-Einflüsse, das haben ja auch viele andere Marken. Das Problem hatten wir jetzt gerade wieder bei der SHOT Show, bei den Videos, dass da die Leute gesagt haben, warum haben denn die Sohlen hier immer dieses helle leuchtende Vibram mit drauf? Das hat natürlich nichts mit dem Schuhhersteller zu tun, sondern eben die Auswahl der Sohlen. Vibram ist ein bekannter Sohlenhersteller. Und natürlich auch bei vielen Marken wie auch Lova und Co. im Einsatz. Und der hat immer diese hellen Logo-Applikationen mit drauf. Ja, das wäre also etwas, wo man sagt, okay, das sticht vielleicht ins Auge. Und was mich persönlich immer an den Merrell Moab zivil gestört hat, war, dass die Laschen, wo die Schnürsenkel durchgeführt werden, dass da in der Regel immer Reflektoren mit eingearbeitet sind, die natürlich dann bei Nacht, wenn jemand mit der Lampe drauf leuchtet, dann leuchten wie ein Christbaum. Das ist natürlich für die zivile Nutzung super toll, ja, möchte ich ja gesehen werden, aber eben für den Anwendungsfall Militär und Polizei vielleicht eher dann suboptimal. Man konnte sich damit ein bisschen Edding oder mit Farbe oder sonst irgendwas behelfen, aber nur so viel. Und umso mehr freut es uns, dass Merrell da jetzt tatsächlich auch mal gesagt hat, okay, der Moab ist so ein beliebter Stiefel, den kaufen sich so viele Einsatzkräfte, den bringen wir jetzt einfach auch noch mal als Behörden- oder Militärversion raus. Ja, das wäre dann auch einer der Stiefel, die wir euch noch mal im Detail vorstellen, aber schon mal hier vorab nur so viel. Ihr seht's, ihr habt hier einen Stiefel, der komplett in einer Farbe gehalten ist. Hier habe ich jetzt Schwarz und Sand. Es gibt aber auch noch Oliv als dritte Farbvariante. Und da hat man genau darauf geachtet. Ja, es ist trotzdem noch eine Vibram-Sohle, aber eben hier ohne diese Applikationen drauf. Ja, auch die Sohle verfügt hier über kein helles gelbes Logo, ist dann komplett plan gehalten. Und bei den Schnürsenkelösen in Anführungszeichen, die man hier noch als Lasche hatte, hat man hier auf Metallösen gesetzt. Das heißt, es ist nicht nur vom Reflexionsfaktor behoben worden, sondern ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen robuster als nur eine Nylonlasche. Ja, das ist dann so auf die Langlebigkeit des Stiefels zu führen. Und das ist tatsächlich eine sehr coole Sache, dass es den Stiefel jetzt auch gibt. Ja. Weiterhin haben wir natürlich hier auch noch andere Schuhe und Stiefel, die dann ein bisschen, ich sag mal, futuristisch anmaßend sind. Ja, man kennt das eher so von Lalo und Co., aber auch Merrell ist da natürlich in dem Bereich sehr erfahren und liefert uns da einiges. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf, wenn wir euch diese Stiefel und Schuhe hier nochmal im Detail vorstellen. Das Schöne hier ist auch immer, ihr habt immer eine hohe und eine niedrige Variante in der Regel bei den Einsatzstiefeln, nenne ich sie jetzt mal, und die dienstlich gelieferten Stiefel der US-Armee haben wir hier auch noch mal 2 verschiedene Varianten, die wir euch dann auch noch mal im späteren Verlauf unserer Serie vorstellen werden. Ja, da wollen wir euch aber noch ein bisschen was über den zukünftigen Vertrieb bzw. die Vertriebsstruktur erzählen. Das ist vielleicht jetzt für euch als Endverbraucher nicht ganz so spannend, aber zumindest mal, dass ihr die Hintergründe versteht und vielleicht auch jemand kennt, der gerne Händler für Merrell werden würde.
Die Vertriebsstruktur, also den Import, hat MGC Industries übernommen. Die MGC Industries GmbH gibt es seit 2012, sind ansässig in der Nähe Grafenwöhr, Truppenübungsplatz der Army. Und was machen die, damit ihr auch mal wisst, was die MGC eigentlich macht? Die machen einmal Behördenvertretung für verschiedene Firmen, die machen Surplushandel für den Endkunden, aber auch für andere Geschäfte bzw. andere Händler. Die haben insgesamt 3 Military Gear Center Filialen in Deutschland in den US-Army-Kasernen, wo dann die US-Soldaten einkaufen gehen können. Sie betreiben die Bundeswehrkantine in Grafenwöhr zur Germania und sie haben den Online-Shop Quartiermeister. Den habt ihr bestimmt schon mal besucht, weil wir ja auch schon die eine oder andere Sache vorgestellt haben, die es dann dort zu kaufen gibt. Und dort werdet ihr zum Beispiel auch Merrell Tactical unter anderem natürlich, klar, wenn er der Importeur ist, wird er das auch selber dann dort vertreiben. Und natürlich auch übernimmt dann MGC noch den B2B-Handel für Merrell Tactical. Was man dafür Voraussetzungen haben muss oder beziehungsweise wie da die Konditionen sind, damit ihr auch Händler werden könnt, kommen wir gleich zu. Ich wollte noch kurz hier was zu MGC und Merrell mit der Partnerschaft sagen. Denn die besteht natürlich nicht erst seit jetzt, wir haben jetzt 2024, sondern MGC ist da schon seit 2017 dabei, mit Merrell zu arbeiten. Die haben seit 2017 die Boots für die US-Soldaten immer wieder verkauft und haben aber gesagt, hey, wir wollen nicht nur diesen einen taktischen Schuh haben, sondern wir würden gerne in Deutschland die ganze taktische Linie mal vorstellen, beziehungsweise auch dann anbieten können. Und das hat dann 2022 gröbere Formen angenommen und letztendlich geht es jetzt dieses Jahr dann los. Und der Startschuss ist quasi dann auch auf der IWA, wo ihr Merrell dann auch selber mal, wenn ihr da Händler seid oder eben Zugang zur IWA habt, auch mal an den Stand gehen könnt und das ihr euch mal anschauen könnt. Ihr wollt selbst einen Blick auf Merrell Tactical auf der IWA werfen, dann schaut mal vorbei. Halle 6, Stand 243, da werdet ihr fündig. Merrell selbst ist der Handel in Deutschland da sehr wichtig. Die wollen eigentlich nicht, dass dann irgendwelche dubiosen Händler oder Grauimporte oder eben halt im nahen europäischen Ausland gekauft wird, sondern die wollen da wirklich eine saubere Vertriebsstruktur haben. Und da hat eben MGC auch gesagt, wir setzen uns dafür ein und helfen euch da, die Händler entsprechend selektiv auszuwählen. Das heißt, wenn ihr da jemand kennt oder selber ein Händler seid, der da Interesse dran hat, dann könnt ihr hier unten eingeblendet mal den Link finden, wo ihr mit MGC direkt in Kontakt treten könnt, um da dann die Weichen zu stellen, um eben diese coolen Schuhe an den Start zu bringen. Merrell hat einen hohen Beliebtheitsgrad, gerade auch in der Special Forces Community. Es gibt kaum eine Einheit, wo man hingeht, wo spezialisierte Kräfte im Einsatz sind und keine Merrell-Schuhe anzutreffen sind. Da werdet ihr sicherlich überall fündig. Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, googelt das einfach mal, Merrell und Special Forces, und ihr werdet Dutzende von Bildern finden, wo die Stiefel eben auch getragen werden. Unter anderem zum Beispiel auch von Chris Kyle, dem American Sniper. Den Film solltet ihr auf jeden Fall auch gesehen haben, wenn ihr euch hier mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt. Und der trägt zum Beispiel auch Merrell oder hat Merrell getragen, er lebt ja leider nicht mehr. Aber auch dann im Film und natürlich auch Film und Fernsehen, wenn irgendwelche Einheiten eben nachgestellt werden, wo sich an den echten Einheiten orientiert wird, beziehungsweise militärische Berater aus den echten Einheiten dabei sind, wie zum Beispiel bei SEAL Team. Da findet man auch immer definitiv Merrell als leichten Einsatzstiefel mit am Set. Ja, wir hoffen, wir konnten euch hier mal einen kurzen Einblick geben in die taktische Linie von Merrell. Schreibt uns gerne doch mal, welche Stiefel ihr als erstes oder am liebsten direkt mal sehen wollt. Wir werden die nach und nach für euch dann abarbeiten und wie gesagt auf jeden Fall auch mal bei Enforce Tech und IWA einen Blick werfen, wenn ihr die Gelegenheit habt und euch mal überzeugen. Man achtet hier wirklich mit hoher Sorgfalt drauf, dass die taktische Linie qualitativ ganz weit oben angeordnet ist. Merrell hat, glaube ich, 1000 verschiedene Paar Schuhe im zivilen Bereich, aber eben nur 10 oder 15 Modelle in der taktischen Linie, und das halt auch aus gutem Grund, einfach um nicht noch den x-ten Schuh zu machen, den kein Mensch braucht, sondern wirklich genau die Schuhe so zu machen, dass da eine hohe Sorgfaltspflicht eingehalten wird. Ansonsten MGC, die Informationen findet ihr hier unten nochmal eingeblendet, und dann könnt ihr uns gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr generell von der Marke, von MGC und auch von dem ganzen Projekt hier haltet. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns da was da lasst. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken.
Wir sind raus und sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Bye bye. For support, also subscribe and Force Tech TV.